Da steht es, unsere Reise geht zu Ende. Wir müssen Feierabend machen. Aber ich hätte gern noch mehr gefilmt. Ihr habt nicht mehr, aber die Häuser wechseln. Ihr habt das eine oder andere Haus, was abverkauft wird. Ihr habt ein sofort lieferbares Haus, was in Kürze weggeht. Du bist die? Miri. Ja, und du bist die? Jeanne. Meine Tochter Jeanne habe ich auf Drehreise mitgenommen. Ein Flemmix Fahrgestell ist hier drunter. Das ist das? Tiny House Küste XL. Küste XL. So, wir gehen mal kurz rein. Jeanne, du gehst mal vor. Maße? 2,50 Meter mal 6 Meter. 2,50 Meter mal 6 Meter. Man kann es transportieren mit einem ganz normalen SUV oder VW-Bus. Der muss natürlich, das Gesamtzuggewicht darf nicht überschritten werden. Und Jeanne? Gleich zu dem normalen Küstenhaus ist das hier nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ganz anders, ja. Ja, das ist noch um einiges schöner. Also für meinen Geschmack jetzt, ja. Aber es liegt wohl daran, dass es halt auch einfach größer ist. Es ist größer, es ist auch XL, ja. Ja, es ist auch XL, genau. Geh ruhig mal vor. Ein anderes Raumgefühl nochmal. Boah, ganz in weiß und es riecht nach Holz wieder drin. Ja. Sag mal, es wirkt aber jetzt viel größer wie außen, ne? Ja, unglaublich. Unglaublich. Es liegt vielleicht auch daran, hier hat man jetzt eine normale Küche verbaut. In dem anderen ist ja die Campingküche. Obwohl das hier... Der Grundriss ist gar nicht vergleichbar. Gas. Ja. Ja. Ein Gasherd mit drin. Aber eine normale Spüle. Aber das hier ist trotzdem... Ich könnte das jetzt einfach in mein Auto machen und damit wegfahren. Ja. Du müsstest nur einen Wasseranschluss vor Ort haben. Okay. Und das Abwasser müsste man auch irgendwo hinleiten. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir hier eine Kassettentoilette haben. Komm, wir gucken mal rein. Ah ja, doch. Da ist eine Alles da. Kassettentoilette drin. Ja, cool. Dann hier Transportsicherung, eine Echtglasdusche mit drin. Das ist schon vorbereitet. Das kam erst oder geht noch? Das soll gehen. Soll gehen. Nach Flensburg? Nee, zu einem Kunden. Zum Kunden. Hier vorne ist es. Da ist es. Dusche ist mit drin. Eine Campingtechnik hier in dem Fall. Ein Shout-Energieblock mit drin. Okay, das heißt, das hier ist autark. Habe ich soweit verstanden. Da ist das Waschbecken mit eingebaut. Auf der Seite. Auch wieder so einen großen Stauraum unterm Bett? Oder Nee. fällt das in dem Fall Das weg? fällt in dem Fall weg. Man kann hier vorne, wo die Blumentöpfe draufstehen, wir können gerne nach hinten gehen. Das kann man aufmachen, wenn das nicht draufsteht. Und dann kann man das als Stauraum nutzen. Und mit dem Bett müsste man, wenn man das Haus neu bestellt, kann man sich das schon auch aussuchen, dass da Stauraum drunter ist. Ja. Valeria, wenn du mal gerade so nett bist, die Matratze mal anhebst. Miri. Die Valeria ist die Chefin. Komm, wir heben das mal hoch, dass wir mal drunter gucken können. Also da ist noch richtig Im Prinzip könnte man das schon... Stauraum mit drin. Technik drin. Da ist die Heizung mit drin, eine Truma-Kombi ist da mit drin eingebaut, ein richtiger Lattenrost mit eingebaut. Aber das können wir natürlich nutzen. Ja. So, da vorne ist Stauraum. Ja. Oben ist noch ein Bett eigentlich. Kann man auch schlafen, ja. Ist aber ein bisschen schlafen. niedrig eben am Kopf, also da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht stößt. So, dann geh mal bitte aufs Bett drauf, dass man die Maße mal sieht. 1,70 Meter, 74 bist du groß. Ruhig mal draufsetzen. Das ist der Vergleich Jeanne. Das ist aber auch echt, man kann sich komplett hinlegen, ausstrecken. Das ist riesengroß. Also Unterschied zum Wohnwagen ist das Feeling. Es fühlt sich überhaupt nicht an der Wohnwagen, oder? Gar nicht mehr. Gar nicht Nee. mehr. Das ist... Du merkst, ich verwirre die Jeanne immer mehr. Wir sind ja eigentlich hingekommen wegen dem Tiny House. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber das hier ist natürlich... ist ja wie, als würdest du mit deinem eigenen Zuhause... Es ist ja noch viel mehr ein eigenes Zuhause. Ja. Man hat das Gefühl, als hätte man eine kleine Wohnung dabei. Krass. Ja. Mobiles Tiny House Küste 2 heißt es. Und wie viel Platz man hier auch hat. Wenn du es von außen siehst, du denkst überhaupt nicht, dass es so ist, oder? Du denkst wirklich, das muss ja klein drin sein. Du hast eine unglaubliche Stehhöhe mit drin, bestimmt 3 Meter, die du hast. Roundabout 3 Meter, ja, kommt ungefähr hin. Kommt ungefähr hin, ja. Dann die große Küche. Ich denke, wenn du unterwegs bist und hast mal einen Dreheinsatz oder irgendwas. Ist halt mit einem Wohnwagen nicht vergleichbar, weil da hört die Höhe ganz schnell mal auf. Wir haben ein Video gedreht, wo ich dann Sport gemacht habe. Und wenn man sich dann doch mal so nach oben streckt, hat man eben halt mal gerade den Finger in der Lüftung. Ja. Das ist, war dann nicht so gut. So, Lampen mit Das ist drin. nicht der Fall. Ja, hier ist natürlich alles teilweise auf 12 Volt. Also das ist ein bisschen geändert, dass man das eben auch mobil nutzen kann. Da ist die Küche. Die bietet halt wirklich viel Staumöglichkeiten. Ach ja, da ist der Kühlschrank, okay. Ne, sogar mit Gefrierfach. Ja. Und ist so ein bisschen verspielt. Landhausstil. Ja. Lieferzeit von sowas hier?
Wenn wir es zwischenschieben können, dann so ungefähr 8 Monate. 8 Monate. 6 bis 8 Monate. Sonst? Ja, müsste schon hinkommen mit 6 bis 8. Okay. Also aktuell kommt es noch hin. Ja, wartet mal ab. Nach dem Video nicht mehr. Ihr habt mich ja gerufen, nicht ohne Grund. Ja. Aber wobei, ich habe mich ja bei euch gemeldet. Ja, das ist der. Gesagt, wir müssen das mal filmen. Habt ihr gesagt, machen wir. Hier ist der Schautblock, siehst du? Ja. Und ist die Campingtechnik mit drin. Das ist natürlich geil. Das heißt, du bist autark, wenn du hier eine Lithiumbatterie drin hast, dann kannst du einfach stehen, so wie wir im Moment stehen. Ja. So, und hier ist die Truma übrigens, eine Kombi-Heizung. Die haben wir unterm Bett ja schon gesehen. Falsche Uhrzeit, nicht beachten. Nicht schlimm. So, normale Schalter mit eingebaut. Darf ich da trotzdem mal reinschauen kurz, Miri? Wo rein? In Achso, den, ja, können wir gerne. den Deckel, weil da steht im Moment ein bisschen Deko drauf. Das Bett ist echt groß. Noch ein bisschen Sägespäne noch unten drin, aber. Das ist nicht schlimm, ist ja Holz. Ja, und hier, wenn dich da mal kurz ransetzt schon, an die Platte kann man abklappen, auch für den Transport ganz wichtig. Ja. Kleiderschrank ist mit drin, dann hier die Küche. Echt, das ist eine optische Täuschung. Du gehst rein, du siehst von außen, denkst dir, okay, kann nicht so groß sein, Ja. aber es ist riesengroß. Das ist überrascht, ja. So, das war das letzte Haus. Jetzt machen wir noch einen kurzen Rundgang. Das hast du gesehen bei der Chefin. Da haben wir kurz und knapp in, ich glaube, 1 bis 2 Minuten pro Haus haben wir gezeigt, um das Ganze mal zu zeigen. Wir gehen auch mal von außen rein, dass man mal sieht, wie es ist. Ihr habt Schautage. Was ist an den Schautagen anders? Weil ihr habt ja tagsüber euer Tagesgeschäft, oder? Genau, also wenn man sich wirklich sehr konkret interessiert und eine richtig konkrete Beratung möchte und vielleicht schon ein Grundstück hat, dann vielleicht vorher anrufen und unter der Woche mal vorbeikommen bei uns. Dann nehmen wir uns wirklich gerne Zeit und besprechen alles in Ruhe individuell. Und bei den Schautagen ist es so, da können wir nicht extrem viel Zeit für jeden Kunden einplanen. Das ist eher so ein Get-Together, mal schauen, wohlfühlen, alle wichtigen Infos schnappen. Ist aber auch sehr schön. Wenn ich tagsüber hier einfach mal vorbeischneie, einfach mal reingucken will, das geht auch, oder? Geht Ohne auch. Beratung. Geht also. auch, aber bitte aufpassen, weil manchmal sind wir auf Auslieferung, manchmal sind der Kollege und ich leider gleichzeitig weg. Dann müssen wir das auch mal zumachen. Das ist dann im Internet eigentlich gekennzeichnet, nur da guckt dann immer nicht jeder nach. Am besten vorher anrufen Richtig. und sagen, ich komme dann und dann und dann hat man ist Zeit. Magst du mal kurz da hochsteigen, John, dass wir das nochmal sehen? Denn das ist von der Praxis her nämlich ganz praktisch. Ihr habt ja unten einen Aufstieg, das geht wirklich. Das heißt, hier oben könnten Ja. 2 Kids schlafen oder 1, würde ich Eins. sagen. ja, wenn die klein sind, 2 Jahre. Obwohl, da willst du nicht oben hin. Ich weiß nicht, ob das nicht dann zu gefährlich ist. Müsste man vielleicht noch ein Gitter machen oder So, es knackt ein bisschen, aber Holz. Holz. Ja. So, John ist oben, also von den Maßen her, das geht, oder? Ehrlich gesagt gar nicht. Ja gut, die Matratze wäre noch oben. Ja, drauf, die Matratze müsste noch ja. von der Aber Höhe kommt dazu. Jetzt momentan noch so hoch. Und mit der Matratze wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig. Aber Okay. geht, ja. Das heißt, man könnte sich den Grundriss grundsätzlich vorstellen, dass man da unten eine Schlafcouch auch einstellen könnte, wenn man das Bett weglassen würde. Ja. Müsste dann die Campingtechnik natürlich ein bisschen anders verstauen. Im Moment ist es mal so gedacht, wie es ist. John, vielen Dank. Was hast du heute gelernt? Tiny ist nicht tiny, oder? Tiny ist nicht tiny. Und was von außen vielleicht dann noch ein bisschen klein wirkt, täuscht total. Also ist von innen viel größer, als man denkt. Komm, ich zeig's euch nochmal von außen Ja. und dann haben wir es. Mobiles Tiny House Küste 2 und das Ganze in der Nähe von Kassel bei der... Boah, es ist echt langer Drehtag heute. Bei der Vital Camp GmbH. So, jetzt habe ich's. Und also das war drinnen und jetzt kommt die Täuschung. Das ist übrigens der Gaskasten außen. Dass wir den nochmal zeigen. Gasanschluss. Und das Fahrgestell. So sieht es von außen aus. Metalldach obendrauf, also auch wieder mal gebaut für etwas länger. Und ganz wichtig, man kann abnehmbare Dachrinnen dranbringen. Die kann man auch mit transportieren dann, sodass man dann auch immer Wasser auffangen kann erstens und die Fassade schonen kann. Ja, das Regenwasser sammeln auch, oder? Genau. Tschüss. Ciao!